Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My wonderful co-workers of God. Meine wunderbaren Mitarbeiter Gottes. It takes a lot of pressure off, doesn't it? Das nimmt eine Menge Druck weg, nicht wahr? But then it brings a lot of responsibility too. Doch es bringt auch eine Menge Verantwortung mit sich. Because your co-worker likes to be taken very seriously. Denn dein Kollege möchte gerne ernst genommen werden. Look, and he says, and you are God's cultivated garden. Paulus sagt, und ihr seid Gottes gepflegter Garten. Now, what's he saying? Who is he talking to? Was will er damit sagen? Zu wem redet er? He's talking to the church of Jesus Christ. Er spricht zur Gemeinde von Jesus Christus. So he sees the church as a cultivated garden. Er sieht die Gemeinde also als einen gepflegten Garten. What does it mean? Was bedeutet das? That means if a garden is not being cultivated, it will grow nothing but weed. Das heißt, wenn ein Garten nicht gepflegt wird, wächst dort nur Unkraut. So obviously the church is to be taken very well care of, and God is cultivating the church perfectly. Es ist also offensichtlich, dass die Gemeinde sehr gut gepflegt werden muss und Gott pflegt die Gemeinde perfekt. Look, it's not our cultivated garden, it's God's cultivated garden. He's the gardener. Schau, es ist nicht unser gepflegter Garten, es ist Gottes gepflegter Garten. Er ist der Gärtner. Jesus said that I'm the vine, you're the branches, and the Father is the vine dresser. Jesus sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und der Vater ist der Weingärtner. So it's the Father who is taking care of that. Es ist also der Vater, der sich darum kümmert. And Paul continues, he says, the house that he is building, not the house that a man is building. Paulus sagt weiter, das Haus, das er baut, nicht das Haus, das der Mensch baut. So Paul is pointing back to God when it comes to the success of the church. Paulus verweist also auf Gott, wenn es um den Erfolg der Gemeinde geht. So Paul is trying to explain to them in simple language Paulus versucht ihnen in einfachen Worten zu erklären, that divisions inside of the church, taking sides of anybody, makes no sense because God is the only builder. dass es keinen Sinn macht, sich innerhalb der Gemeinde zu spalten und für irgendjemanden Partei zu ergreifen, denn Gott ist der einzige Baumeister. What a powerful man of God we've invited to the conference. He's built a church of 10,000 people. Welch einen mächtigen Mann Gottes haben wir für die Konferenz eingeladen, um eine Gemeinde von 10.000 Menschen zu bauen. No human being has ever built a church. Only God is the one that builds the church. Kein Mensch hat jemals eine Gemeinde gebaut. Nur Gott ist derjenige, der die Gemeinde baut. You have to always remember that. Daran musst du immer denken. So look in verse 10. Schau Vers 10 an. God has given me unique gifts as a skilled master builder. Gott hat mir einzigartige Gaben als geschickter Baumeister gegeben, Who lays a good foundation. der ein gutes Fundament legt. Now, Paul was not saying, hey, listen, there's nothing that I can do, nothing that I am, everything is God, I'm a nobody. Paulus sagt damit nicht, hey, hör zu, es gibt nichts, was ich tun kann, nichts, was ich bin, alles ist Gott, ich bin ein Niemand. No, he understood and he recognized what God has given him. Nein, er hat verstanden und erkannt, was Gott ihm gegeben hat. But he understood it's what God has given him, not what he himself has chosen to have. Er erkannte, dass Gott ihm das gegeben hat und er es sich nicht selbst ausgesucht hat. So when he was starting to lay the great foundation, he knew it was nothing but simply doing what God has called him to do. Als er begann, das große Fundament zu legen, wusste er, dass es nichts anderes war, als das zu tun, wozu Gott ihn berufen hatte. So in the church, people were very impressed with him, Paul. Die Menschen in der Gemeinde waren von Paulus sehr beeindruckt. And Paul was showing them, don't you understand that the gifts of God they have given me? Und Paulus zeigte ihnen, versteht ihr nicht, dass die Gaben Gottes mir gegeben wurden? I mean, think about this. Überleg mal. Paul said, regarding to the church, he was a skilled master builder and could lay great foundation. Paulus sagte in Bezug auf die Gemeinde, er sei ein geschickter Baumeister und könne ein großes Fundament legen. Why was he so clear that this was a gift from God and had nothing to do with himself? Warum war ihm so klar, dass dies eine Gabe Gottes war und nichts mit ihm selbst zu tun hatte? Do you know why? Weißt du warum? Because before God had given him this gift, he was not a builder in the church, he was a destroyer of the church. Weil er, bevor Gott ihm diese Gabe gegeben hatte, kein Baumeister der Gemeinde war, sondern ein Zerstörer der Gemeinde. So Paul knew, by myself, I'm going to destroy the church. But by God's gift, I can build.
Paulus wusste, aus eigener Kraft würde er die Gemeinde zerstören, aber durch die Gabe Gottes konnte er sie aufbauen. So he always understood that it has nothing to do with me, but with God, because he's the one who gives the gifts. Er hat verstanden, dass es nicht an ihm selbst liegt, sondern an Gott, denn er ist derjenige, der die Gaben gibt. And then he says, afterwards, another craftsman comes and builds on it. Dann sagt er, danach kommt ein anderer Handwerker und baut darauf. I mean, think about this. Denk darüber nach. So Paul is saying that the ministries need one another. Paulus sagt also, dass die Dienste sich gegenseitig brauchen. Paul did not have the idea that I can do it all. I start the church, I build the church, I take care of the church, and I die in the church. Paulus hatte nicht die Vorstellung, ich kann alles machen. Ich gründe eine Gemeinde, ich baue die Gemeinde, ich kümmere mich um die Gemeinde und dann sterbe ich in der Gemeinde. It's my church. Es ist meine Gemeinde. I'm never ever gonna let it go. Ich lasse sie nie wieder los. How many local churches have suffered because people have this attitude? Wie viele Ortsgemeinden leiden, weil Menschen diese Einstellung haben? God used somebody to start something and then they don't let it go forever. Gott benutzt jemanden, um etwas anzufangen und dann lassen sie es niemals wieder los. A very, very dangerous thing. Das ist eine äußerst gefährliche Sache. Paul did not have that problem. He was not a control freak. Paulus hatte dieses Problem nicht. Er war kein Control-Freak. He understood that I have to do my job, so I'm going to lay the foundation and then I better get out of here. Er verstand, ich muss meine Arbeit machen, also lege ich das Fundament und dann verschwinde ich lieber. Then God is going to use other craftsmen and they will build on the foundation that I've laid. Dann wird Gott andere Handwerker einsetzen und sie werden auf dem Fundament bauen, das ich gelegt habe. You know, I had a conversation with Daniel this morning. Heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit Daniel. Wir haben über mich And we talked about me and my weaknesses. und meine Schwächen geredet. A very nice conversation. Ein sehr nettes Gespräch. Because I used to be kind of like that. Denn ich war früher ungefähr so. If I can do the things really well and really good, I'm not going to let go. Wenn ich etwas wirklich gut und ordentlich machen konnte, ließ ich es nicht los. Because if I get out of the way and let the others do it, it's not done well, it's always frustration, I might as well do it myself. Denn wenn ich aus dem Weg ging und es den anderen überließ, ging es nicht gut. Es war immer frustrierend, da wollte ich es lieber selbst machen. And the Lord had to really teach me and rebuke me. Das musste mich der Herr wirklich lehren und mich zurechtweisen. This was not a good way to serve God. Das war keine gute Art, Gott zu dienen. So I had to learn that I have certain gifts that God has given me, and beyond this, I'm not supposed to work. Ich musste also lernen, dass ich bestimmte Gaben habe, die Gott mir gegeben hat, und darüber hinaus sollte ich nichts anderes tun. So let the other craftsmen build on your foundation. What's your problem? Lass also die anderen Handwerker auf deinem Fundament bauen. Was ist dein Problem? If you could only understand that all of us are co-workers of God and it's all about His building, not about ours, Wenn du nur verstehen würdest, dass wir alle Mitarbeiter Gottes sind und es nur um seinen Bau geht, nicht um unseren, then we could get out of the way. dann würden wir aus dem Weg gehen. Paul understood that so clearly. Paulus hat das so klar verstanden. But now he's going to give us a warning. Doch als nächstes warnt er uns. And that's what we'll talk about tomorrow. Darüber sprechen wir morgen.